Und da sind wir. Die Reise beginnt. Ich werde ein ganzes Jahr in Ruanda verbringen. Als ich mein Zimmer verlassen habe, habe ich nochmal melancholisch zurückgeschaut. Und dann sind wir losgefahren. Nach Stuttgart zum Flughafen. Und je näher wir Stuttgart kamen, umso mehr wurde mir klar, ich muss doch verrückt sein. Was ihr gerade gesehen habt, war die Anfahrt zum Flughafen in Stuttgart und momentan befinde ich mich schon in Ruanda, in unserem Haus, und wie wir dahin gekommen sind, darum geht's heute. Der Gang, den ihr hier seht, bedeutete für mich, jetzt ist entschieden. Es gibt kein Zurück mehr, du ziehst das jetzt durch. Und irgendwie war es ein seltsames Gefühl in diesem Gang, die schweren Schritte des Abschieds gleichzeitig mit diesen leichten Schritten der neuen Freiheit zu gehen. Und ja, ich war extrem aufgeregt. Ich gebe es dazu, ein ganzes Jahr voller neuer Eindrücke liegt vor mir und ich weiß nicht, was mich erwartet. Und irgendwie kann ich ein neues Leben anfangen und das Vergangene hinter mir lassen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe in dem Moment an meine Eltern gedacht und als ich ins Flugzeug gestiegen bin, ja, an die Zeit zurückgedacht, an die Erziehung, an die Kindheit, die guten und an die schlechten Zeiten. Aber als das Flugzeug ins Rollen kam, als es dann losging, da habe ich diese Gedanken beiseite geschoben und mich auf den Start konzentriert. Also das heißt, Kaugummi rein, Kopfhörer auf. Und als wir dann auf die Startbahn gerollt sind, da habe ich mein Herz im Hals schlagen gehört.
Und nach der Landung mussten wir uns erstmal am Flughafen in Istanbul zurechtfinden. Glücklicherweise hatten wir 4 Stunden Aufenthalt und konnten so stressfrei zum nächsten Gate gehen. Und dabei hat es echt Spaß gemacht, diese Laufbänder zu benutzen. Und dann, ehe man sich's versah, saß man schon im Flugzeug nach Kigali, die Hauptstadt von Ruanda. Und zu gerne hätte ich bei dem Flug über die Wüste natürlich was gesehen, aber es war leider Nacht. Und todmüde sind wir dann in Kigali angekommen, haben noch unseren PCR-Test gemacht und wurden dann zum Hotel geschleust, wo wir dann die erste Nacht verbracht haben. Guten Morgen. Ich bin gerade aufgewacht und war etwas überwältigt von der anderen Aussicht des Zimmers. Generell, dass irgendwie alles etwas wärmer war als die letzten Tage. Und dann habe ich realisiert, ey, du bist jetzt in Afrika, du bist in Ruanda, du bist gestern 22 Stunden wach gewesen, um hierher zu reisen, hast in Kigali eingecheckt, dein Visum beantragt und dich dann ins Bett gepackt. Und noch viel mehr. Und während mir so die Erinnerungen des letzten Tages zurückkommen, fange ich so ein bisschen an, mein Zimmer quasi zu erkunden mit der anderen Belichtung. Ich habe es ja gerade nur bei Nacht gesehen. Als wir angekommen sind, war es 2 Uhr nachts. Fühlt sich gut an. Ja, dann habe ich mich etwas frisch gemacht, geduscht, umgezogen und bin jetzt sozusagen bereit für meinen ersten Tag. Es ist jetzt so, die negativen Testergebnisse, auf die müssen wir jetzt noch warten. Die kommen wahrscheinlich in 20 Minuten. Müssen wir mal gucken. Okay, noch schnell die Daten eingeben. Und. Dann glubschen wir. Ich glaube, gute Nachrichten. Jetzt müsste es nur mal fokussieren. Aber negativ. Okay, nice. Das heißt jetzt, ich werde erstmal frühstücken. Und um 10 Uhr werden wir dann abgeholt und fahren nach Gisenyi, die Stadt, wo unsere Projekte und Einsatzorte dann auch sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt und es ist jetzt echt so ein richtiges Gefühl. Ich bin angekommen und es hat eigentlich alles gut funktioniert von der Anreise. Und jetzt geht's los. Ich bin aufgeregt. Okay, kleiner Einwurf vom Frühstück. Erstmal die Banane hier, richtig irgendwie süß und klein. Und dann noch eine Frucht, die ich vorher tatsächlich nur als Saft getrunken habe. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie so schmeckt. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst davor, das zu probieren, aber ich werde es jetzt einfach mal riskieren. Okay, geil. Und auf der Fahrt von Kigali nach Gisenyi hat man echt gemerkt, warum Ruanda das Land der 1000 Hügel genannt wird.
Denn Hügel hoch, Hügel runter, links, rechts. Aber man darf immer nur 60 fahren, nicht schneller, weil es gibt immer Blitzer. Und wenn man zu schnell fährt, dann kommt man ins Gefängnis. Das ist echt krass. Also das ist kein Witz. Du kommst in den Knast. Aber insgesamt war die Fahrt sehr entspannt und ruhig. Und als wir am Haus ankamen, war ich echt überwältigt von den ganzen neuen Eindrücken. Es war so eine schöne Fahrt. Aber wir waren in Gisenia angekommen. Und das war die Reise. Jetzt würde ich mich natürlich noch extrem über ein Like und ein Abo freuen. Und checkt doch bei Zeit auch mal meine Website, die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und alle Infos gibt es dort, alles was das FSJ betrifft. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, #EmbraceHappiness. Und bis zum nächsten Mal.